Wir sind jetzt beim Midday-Briefing dabei, wo die ganzen Journalisten Fragen stellen dürfen. Hello everybody, welcome to the Commission Press Room for our midday briefing. Wir haben sowas noch nie mitgemacht und ich bin gespannt auch gleich, wie die Pressesprecher reagieren auf die Fragen der Journalisten. Let me start with a number of small updates to President Juncker's agenda for this week. Ich bin auch inhaltlich gespannt auf die Fragen, die jetzt hier in der Pressekonferenz gestellt werden und wie die Sprecher dann spontan antworten. Then we have students of journalism from the University of Applied Science. Yes, welcome, you're here. Is there any plan by the Commission to proactively communicate that this is false information, that YouTube is spreading rumors and so forth, that you're not out there to destroy creation on the internet? The Commission's proposal to modernize EU copyright rules does not target YouTubers or any other online platforms user. I repeat, does not. Sehr interessant, sehr interessant. Ich weiß nicht, wie du es fandest, aber wir haben auch schon gesagt, uns hat das gewundert, dass er so gut vorbereitet war auf die Fragen. Dann hat er auch teilweise abgelesen, Zahlen und sowas. Unsere Führerin meinte auch, dass du ein unglaubliches Wissen brauchst, um so spontan antworten zu können. Ich fand es auch sehr interessant, dass sie halt verschiedene Themen hatten, also verschiedenste Bereiche. Zum Beispiel, was mich sehr interessiert hat, war das mit YouTube. Ja. Weil ich hatte das, oder wir wahrscheinlich, haben das ja auch mitbekommen und wussten jetzt nicht, okay, also auf YouTube wurde gesagt, ja, nächstes Jahr können die YouTuber alle ihre Kanäle schließen, ne? Und dann doch nicht. Und ich fand schon, dass das eine sehr, sehr klare Antwort war, weil die Leute waren ja deswegen eingeschüchtert. Und er gab jetzt sozusagen die abschließende Antwort. Da sieht man auch nochmal, wie groß die Verantwortung ist. Genau, so schon als Journalist ist man auch, als freier Mitarbeiter oder sonst was, ne, ist man auch an Sachen, die man sich selber sozusagen verschulden kann. Aber hier redet man über die Europäische Union. Genau. Er redet für die EU und nicht nur für eine kleine Gruppe. Ja. Genau, ne, nicht mal Deutschland, sondern wirklich die ganzen EU-Staaten und auch international. Und diese Verantwortung zu übernehmen, ist schon wirklich Respekt. Aber ich fand, die haben halt, also wie er da stand, ne, so richtig selbstbewusst und... Also es hat super selbstbewusst gewirkt, aber man sagt ja solchen Leuten auch manchmal nach, sie krallen sich etwas am Pult fest. Ja, ja. Da habe ich mich auch gefragt, ob er immer noch nach Jahren von Erfahrung immer noch nervös ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ist, man hat immer Lampenfieber, glaube ich. Gerade wenn man in so einer Position ist, ne? Also ich ziehe auf jeden Fall den Hut vor den Mann. Auf jeden Fall, weil ich so erstaunt war, dass er so vorbereitet war. Das war... Vor allem, als er die Zahlen gesagt hatte. Weil er weiß doch nicht so viele Zahlen. Und dann habe ich auch gesehen, dass er sein Blatt gewendet hat. Da dachte ich, ach so, ja, er hat da ein Blatt. Klar, die müssen halt auch viel frei sprechen, ne? Und auch ein bisschen improvisieren, aber wie gesagt, die meistern das wirklich gut und schon allein mit diesen verschiedensten Sprachen. Das ist ja das Ding. Also genau. Wenn er Englisch gesprochen hat, war es ja seine Stimme. Und wenn er dann auf Französisch war, wie nahtlos das überging, die Technik, das ist sofort was dann der Übersetzer. Das war schon sehr cool, ja. Wie gesagt, dieses freundschaftliche Verhältnis, das merkt man auch, ne? Man traut sich, glaube ich, als Journalist viel eher kritische Fragen zu stellen, wenn du weißt, okay, es ist jetzt nicht so ein Spannungsfeld hier, wo ich irgendwie erwarten muss, dass ich ein Jahr ausgeschlossen werde. Das hat man definitiv gemerkt und ja, schöne Sache auf jeden Fall. Der Einzige, der ihn so ein bisschen aus der Reserve locken kann, war halt der Brite von der Daily Mail. Das, finde ich, hat man dann auch schon ein bisschen gemerkt an seiner Antwort. Aber sonst war das sehr beeindruckend. Also bisher fand ich das auf jeden Fall den spannendsten Programmpunkt, den wir hatten. Das hat wirklich so ein bisschen in mir was ausgekitzelt. Ja. Schöne Erfahrung. Dann geht's jetzt zum Essen, ne? Würde ich sagen. Niemand wird nach der Uni direkt Pressesprecher. In so eine Rolle muss man auf jeden Fall reinwachsen und erstmal seine Erfahrungen sammeln. Ich persönlich sehe mich erstmal in näherer Zukunft in der Wirtschaft, aber grundsätzlich bin ich erstmal offen für alles. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass man gewisse Reibereien zwischen den Journalisten und den Pressesprechern erkennt. Das war nicht so, es war ziemlich verhalten und freundlich und ich fand das auch mega toll, dass man uns so willkommen geheißen hat, uns nochmal extra begrüßt hat. Das war natürlich sehr cool.